Russland warnt NATO vor direktem Konflikt im Falle eines Truppeneinsatzes in der Ukraine. Polen. Sorge um langfristige Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge. Bis zu 10 Jahren Haft für Personen und bis zu 5% des Jahresumsatzes für Unternehmen. EU verschärft Umweltstrafrecht. Russland hat im Fall des Einsatzes von NATO-Truppen in der Ukraine vor einem direkten Konflikt mit der Allianz gewarnt. Der Kreml reagierte damit auf Überlegungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einer Entsendung von westlichen Soldaten in die Ukraine im Anschluss an die Ukraine-Unterstützungskonferenz am Montagabend in Paris. Auch Macrons Verbündete reagierten ablehnend. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz erteilte einer NATO-Truppenentsendung in die Ukraine eine klare Absage, genau wie zahlreiche andere EU-Länder. Die NATO erklärte, keine Pläne für Kampftruppen in der Ukraine zu haben. Der Plan für die Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis kann nun aber bald umgesetzt werden, nachdem Ungarns Parlament nach monatelangem Hinhalten für den NATO-Beitritt Schwedens gestimmt hat. Russian President Vladimir Putin signed 2 decrees on the 26th of February that officially re-established the Moscow and Leningrad military districts, codifying major Russian military restructuring and reform efforts. The Institute for the Study of War says it supports the objectives of consolidating control over Russian operations in Ukraine in the short to medium term and preparing for a potential future large-scale conventional war against NATO in the long term. Until now, the most of this territory was under the Western Military District, formed in 2010 by merging the two. The re-separated LMD will now run along NATO's northeastern border, and the MMD will border northeastern Ukraine and Poland, which will allow Russia to simultaneously posture against NATO and streamline command and control for the war in Ukraine. Putin previously claimed that it was necessary to create the LMD after Finland joined NATO in 2023, signaling the Kremlin's clear intent to use the LMD to posture against NATO. The Institute for the Study of War has recently observed Kremlin actors, including Russian President Vladimir Putin, setting informational conditions to justify possible Russian hybrid attacks on Moldova, as well as the Baltic states, Denmark and Finland. Earlier, the Estonian Foreign Intelligence Service stated that the security situation in Europe and along Estonia's borders in the near future depends on whether Ukraine, with the support of its allies, can shatter Russia's aggression. In Polen hat die Regierung das Bleiberecht und die Unterstützung für mehr als 1 Million ukrainische Kriegsflüchtlinge nur bis zum 30. Juni verlängert. Zudem wächst die Sorge, dass auch die Budgets internationaler Hilfsorganisationen gekürzt werden könnten, obwohl ihre Unterstützung nach wie vor dringend benötigt wird. Допомагаємо людям розраховувати біти, робити декларації. У нас дуже багато пенсіонерів звертаються до нас з допомогою. Навіть такі речі мінімальні, але вони потребують дуже. Я думаю, що важлива і повинна ще бути ця допомога. Тому що війна не скінчилась, вона навіть не всередині. Angesichts der unsicheren Lage wollen internationale Organisationen ihre Kräfte bündeln und erreichen, dass die Hilfe fortgesetzt werden kann. Because there are a number of refugees who are still quite vulnerable, the UN Refugee Agency and about 100 other partners launched an appeal for supplementary complementary support to assist the government with the work that it's doing, to assist host communities of Poles. It's over 1 million refugees who remain now in Poland. This creates a certain stress on social services. Die polnische Regierung arbeitet an einer Änderung des Gesetzes zum Aufenthalt ukrainischer Flüchtlinge. Sie dürfen im Land bleiben, aber wahrscheinlich unter anderen Bedingungen.
Jest taki dobry moment na to, żeby przyjrzeć się temu, jakie są realne i niezbędne potrzeby dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy akurat w tym konkretnym momencie. I dlatego też po czerwcu będzie na pewno kolejny, można powiedzieć, taki przegląd tego, co jest obecnie, jakie są potrzeby. Być może są jakieś potrzeby, które już nie są aktualne, być może są jakieś nowe potrzeby. No i stosownie do tego rząd będzie podejmował niezbędne decyzje. Meanwhile, all Polish political forces seem to be focusing on appeals for military aid for Ukraine, which, as they emphasize, is a key issue these days and weeks. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. In Polens Hauptstadt Warschau haben mehrere tausend Landwirte gegen die EU-Agrarpolitik und die Einfuhr günstiger Agrarprodukte aus der Ukraine demonstriert. Mit Sirenen, Tröten und Böllern sorgten sie auf dem Protestmarsch für Aufmerksamkeit. Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge waren bei der Demonstration verboten. Die Landwirte fordern auch, dass sich die polnische Regierung aus dem sogenannten Green Deal der EU zurückzieht. Nie będzie zgody na to, żeby jakaś lewacka ideologia zabraniała nam hodowli zwierząt, uprawy naszej ziemi. Nie możemy się poddać tej chorej ideologii, która nam narzuca, co mamy robić, a czego nie. Bauernproteste auch in Spanien. In Katalonien blockierten Landwirte die wichtigste Autobahnverbindung nach Frankreich. Die Demonstranten leerten mehrere Lastwagenladungen marokkanisches Obst und Gemüse auf die Straße. Die Proteste von Landwirten in mehreren europäischen Ländern dauern bereits seit Wochen an. In der EU werden künftig mehr Umweltverbrechen geahndet. Das Europäische Parlament billigte am Dienstag eine überarbeitete Richtlinie zum strafrechtlichen Schutz der Umwelt, die die Liste namentlich um den illegalen Holzhandel, die Ausbeutung von Wasserressourcen und die so wörtlich erhebliche Schädigung eines Ökosystems erweitert. Verstöße gegen die EU-Chemikaliengesetzgebung werden ebenfalls stärker unter Strafe gestellt, sodass Unternehmen für das Ablassen von umweltschädlichen Stoffen bestraft werden können, so der Berichterstatter Antonius Manders. I think we have to stop these behaviors just to make extra money. They pollute or make people sick, and I think that's a crime, I think. So it's good that we introduce this now as a minimum harmonized criminal law in Europe, and even it's possible to take CEOs responsible if the company is misbehaving. Die Richtlinie sieht einheitliche Sanktionen für Umweltverbrechen in der gesamten EU vor, wobei Unternehmen mit Geldstrafen von bis zu 5% ihres weltweiten Jahresumsatzes und Personen mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden können. 10 years is when a behavior is killing people, so that's then it's an environmental crime with death, which causes death, and that's actually murder. And then they get 10 years, and that's if they do it, let's say intentionally, just to make money. Das Gesetz wurde mit der Unterstützung fast aller Fraktionen des Parlaments angenommen. Es muss innerhalb von 2 Jahren nach seiner formellen Verabschiedung in allen Mitgliedstaaten in Kraft treten. Rumänien hat die höchste Rate an materieller und sozialer Armut leidenden jungen Menschen in der EU. Das geht aus der neuesten Eurostat-Erhebung hervor. Mit 25,4% ist sie mehr als 3-mal so hoch wie der EU-Durchschnitt. Soziologen zufolge liegt dies an fehlenden Sozialmaßnahmen und Jobs mit angemessener Bezahlung. Bulgarien liegt mit 18,6% an zweitletzter und Griechenland mit 14,9% an drittletzter Stelle. In 12 EU-Ländern, darunter Slowenien, Österreich, Luxemburg, Kroatien und Polen, lag der Anteil unter 3%. Microsoft hat bei der Mobilfunkmesse in Barcelona angekündigt, seine künstliche Intelligenzsysteme der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. So sollen verschiedene Länder ihre eigenen KI-Unternehmen aufbauen können. Um mehr darüber zu erfahren, sprach Euronews mit Brad Smith, dem Präsidenten von Microsoft. So people rightly ask, how is this going to be made available to others? Yeah. What rules are you going to use Microsoft to govern it? Yeah. And so what we've said, what we're launching here at
Barcelona at the Mobile World Congress is a set of AI access principles. Fundamentally, it says we are not just building this for ourselves. We are making it accessible for companies around the world to use so that they can invest in their own AI inventions. I think it's extremely important because we're investing enormous amounts of money, frankly more than any government on the planet, to build out the AI data centers so that in every country people can use this technology, they can create their AI software, their applications, they can use them for companies, for consumer services and the like. If you're open sourcing your AI models, obviously people could use them for negative purposes. And so I guess the big question is, how do we protect against the negative use of AI without inhibiting innovation? I think our purpose is, in this era of time, hopefully to create technology that is going to help the world solve the problems we need to solve, say whether we're talking about climate change or the protection of democracy. And we're also helping the world navigate through a fundamental technological evolution or maybe even revolution, especially when we think about the role of artificial intelligence. The second thing we have to do, and what we are doing, is using AI to detect the harmful uses of AI and to work hard to thwart it or disrupt it. And I think that is equally important, using AI as a defensive shield, even if someone else wants to use it as a sword. Die Mobilfunkmesse in Barcelona ist die weltweit größte und einflussreichste Veranstaltung der Mobilfunktechnologiebranche. Auf der Messe werden mehr als 100.000 Besucher und 2.700 Aussteller aus aller Welt erwartet.